Willkommen in meiner ayurvedischen Küche. Ich habe heute wieder ein ganz tolles Rezept für euch mitgebracht, nämlich gebratene Brokkoli-Steaks auf Bohnenpüree mit Chimichurri-Marinade. Und ich finde ja, Chimichurri klingt schon so richtig nach Mary Poppins, also das werdet ihr mögen, ganz bestimmt. Und was wir für unser wunderbares Gericht benötigen, das zeige ich euch jetzt. Für unsere gebratenen Brokkoli-Steaks benötigen wir natürlich einen Brokkoli, dann 300 bis 400 Milliliter Olivenöl, und natürlich hier wieder eine feine Gewürzmischung bestehend aus einem Teelöffel geräuchertem Paprikapulver, etwas Salz und etwas Pfeffer, jeweils einen halben Teelöffel, dann eine Knoblauchzehe und einen Esslöffel voll Butter. Für unsere Chimichurri-Soße benötigen wir einen vollen Bund, sieht ja nicht fantastisch aus, einen vollen Bund Petersilie, eine rote Chilischote und ungefähr 100 Milliliter Olivenöl. Dann dürfen wir natürlich nicht unser Bohnenpüree vergessen. Dafür benötigen wir eine Dose Bohnen und am besten Riesenbohnen, dann eine halbe Limette, wieder eine feine Gewürzmischung bestehend aus 2 Teelöffel Hefeflocken. Es gibt dem Ganzen so einen käsigen Geschmack, dann eine Knoblauchzehe, etwas Pfeffer und etwas Salz. Und zur Deko habe ich hier noch weißen Sesam. Als erstes nehme ich mir unseren Brokkoli und auch hier sei wieder dazu gesagt, den Strunk, den Stamm des Brokkolis nicht wegschmeißen. Den kann man hervorragend in kleine Scheiben schneiden und in Ghee oder in Butter oder in Kokosöl anbraten. Schmeckt wirklich toll. So. Für unsere Brokkoli-Steaks versuche ich, es ist nämlich wirklich nicht immer ganz einfach, möglichst halbe Stücke hier rauszubekommen. So. So sieht es im besten Fall aus. Gelingt aber tatsächlich nicht immer, ist aber gar nicht schlimm. Es tut ja geschmacklich dem Ganzen keinen Abbruch. Hier noch mal ein bisschen weg. So, zweites Exemplar. Können wir schon mal hier hinlegen. Und dann schauen wir mal, ob wir aus dem auch noch mal so was Schönes zaubern können. So, dann packen wir den Rest mal weg. Das reicht uns jetzt für eine Portion. Dann geht es an die Marinade. Da können wir jetzt sogar direkt diesen Teller nehmen. Und zwar geben wir unser Olivenöl in einen tiefen Teller. Und es folgen unsere Gewürze. Und dann folgt auch noch der Knoblauch. Den Knoblauch können wir in ganz kleine Stücke schneiden. Dann vermenge ich das Ganze. Und jetzt dürfen unsere Brokkoli-Bäumchen erstmal hier ein Bad nehmen. Hier ein bisschen Löffel nachhelfen. Gerade hier oben nimmt der Brokkoli natürlich ganz besonders gut die Marinade auf. Durch die kleinen Verästelungen. So. Das erste Stück schon rüber. Und so verfahren wir natürlich mit allen anderen Brokkoli-Bäumchen. So. Jetzt alles da drauf. Und den Rest der Soße auch nochmal da drüber geben. Zeitpunkt ist gekommen für den ganz großen Auftritt unserer Brokkolibäumchen. Helfen mir doch mal mit der Hand was.
Rest des Öls fügen wir natürlich noch hinzu. Und dann können wir natürlich die Hitze auch etwas reduzieren. Ich mache das immer so auf mittlere Stufe. Ja, die dürfen jetzt auf jeder Seite mindestens 5 Minuten, wenn nicht sogar noch länger, vor sich hin brutzeln. Da wir jetzt hier so viel Olivenöl noch in der Pfanne haben, verzichte ich jetzt auf die Butter und widme mich jetzt der Chimichurri-Soße. Dafür nehme ich diesen wunderschönen Bund Petersilie. Ich persönlich verwende die Stiele der Petersilie immer mit, weil die einfach noch mal ein süßliches Aroma abgeben. So, hacke ich das einfach mal ganz grob. So, jetzt gebe ich die Petersilie in meine Schüssel. Bevor ich mich der Chimichurri-Soße widme, schaue ich mal schnell nach meinen Brokkoli-Bäumchen. Jetzt hier schon mal wenden. Wenden wir noch unseren letzten Brokkolibaum. Und ja, genauso wollen wir das haben. Schön gebräunt. Und hier auf dieser Seite lassen wir sie dann auch noch mal so zwischen 4 bis 6 Minuten vor sich hin braten. Genau, dann geht es weiter mit unserer Soße. Petersilie haben wir schon. Schneiden wir jetzt unsere rote Chilischote. Je nach Intensität können wir natürlich auch nur eine halbe Chilischote verwenden. Dann füge ich jetzt meine Chilischoten der Petersilie bei. Und dann wird das Ganze noch abgerundet mit unserem Olivenöl. Und unserem Rotweinessig. Das Ganze wird jetzt noch schön vermengt. So, ich finde sogar, dass es noch ein bisschen Olivenöl verträgt. Diese Chimichurri-Marinade kann man ganz hervorragend übrigens auch einfach in ein Einmachglas geben. Da hält es sich dann auch für einige Wochen. Einfach mit Öl auffüllen und dann kann man das entweder über Gemüse geben oder als Topping für Salate verwenden. Dann bekommt das Ganze noch etwas Würze, ein paar Umdrehungen Salz und Pfeffer. Nochmal ordentlich vermengen. Ah, das duftet schon so herrlich nach dieser frischen Petersilie. Und jetzt geht's an unser Bohnenmus. Und unsere Gewürzmischung. Dann geben wir die Gewürzmischung schon mal drüber. Und schneiden unsere Knoblauchzehen. Dann geben wir den Knoblauch drauf. Und dann wird fröhlich drauf losgestampft. Ich gebe auch immer noch mal ein bisschen Olivenöl drauf, dann bekommt das Ganze natürlich auch eine sämige Konsistenz. Man kann sich natürlich auch etwas einfacher machen und die Bohnen einfach in einen Hochleistungsmixer geben. Aber das Ergebnis ist im Grunde genommen das gleiche. Nur hier spart man sich dann auch das Fitnessstudio.
jetzt kommen wir zu unserer Limette. Ich persönlich benutze oder verwende immer gerne Limette, weil der zitronige Geschmack sich, finde ich, schon so abgenutzt hat. Und wenn man anstelle von Zitrone einfach mal Limette verwendet, wird man sehen, dass man gleich wieder eine neue Geschmacksexplosion erlebt. So. Das Ganze jetzt nochmal durchrühren. Und dann können wir auch schon anrichten. Alleine wird es hier nämlich nicht den Schönheitspreis gewinnen, aber in der Kombination mit den anderen beiden Sachen wird es gleich ganz toll aussehen. Als erstes geben wir etwas von unserem Bohnenpüree auf den Teller. Jetzt wird es ein bisschen flach gedrückt. So, dann schnappen wir uns etwas von unserem Chimichurri. Hier wollen manche Blätter nicht so recht auf meinen Teller. Da helfe ich einfach mit den Fingern. So, und jetzt kommt der schöne Auftritt unserer Brokkoli-Steaks. Und dann gebe ich noch ein paar Sesamkörner hinzu. Könnte man zum Beispiel auch noch schwarzen Sesam nehmen, sieht auch immer ganz hübsch aus. Et voilà, fertig. Sieht es nicht toll aus? Schnappe ich mir jetzt direkt ein Stück des Brokkolis, die Chimichurri-Soße und das Bohnenpüree. Ich habe dieses Gericht ja schon wirklich häufig gemacht, aber jedes Mal aufs Neue überrascht, wie toll das schmeckt. Einfach diese Frische der Limette, die Bohnen und die leichte Schärfe von der Chili. Und der Brokkoli ist einfach eine ganz tolle Kombination. Ich hoffe, dass es euch genauso gut schmeckt wie mir. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Eure Mangal.